Dank. Nicht alle essen sie Spargel, die 1500 Logiergäste, die sich für heute Abend angesagt haben. Seit Stunden schon wird gesotten, geschält und gebraten. Schlag 18:30 Uhr kommen sie an Bord. Der Veranstalter hat, um die Wichtigkeit des Ereignisses zu betonen, eigens ein Team von Fotografen aufgeboten. Letzte Korrekturen am Kinderbuffet. Jeder Handgriff Routine. Kein Wunder. An diesem Juniabend rüstet man sich zum 4248. Turn. Seit 1977 verkehrt die Finnjet-Fähre auf demselben Kurs. Travemünde, Helsinki. Retour. Über 4 Millionen Passagiere bislang. Noch einmal beim millimetergenauen Parkieren die Könnerschaft am Lenkrad bewiesen. Dann beginnen für die meisten die Ferien. Das heißt, noch nicht ganz. Erst einmal heißt es, die gebuchte Kabine im Labyrinth der Schiffsgänge zu orten. Travemünde, Skandinavienkai. Punkt 19 Uhr. Jetzt gibt es kein Zurück. 1 Tag und 2 Nächte auf der Ostsee. 37 Stunden bis Helsinki. Vor uns liegen 1100 Kilometer. Wie verschließe ich ein nach finnischen Normen konstruiertes Türschloss? Das erste Urlaubsabenteuer. Ein zweites wird sein, wohin mit der vielen Zeit und wohin mit den Ängsten? Während die Finnjet ausläuft, werden Erinnerungen an eine andere Ostseefähre wach. Auch sie werden beim Abschied gewunken haben, die 800 Passagiere, die im September 94 mit der Estonia untergingen. Gewiss, die skandinavischen Ostseefähren haben nach der Katastrophe keinen Passagierrückgang verzeichnen müssen. Aber manch Reisendem fällt der Abschied vom sicheren Festland noch heute augenfällig schwer. Ein letzter Blick zurück, dann ist auch schon Zeit fürs Abendessen. Genauer für die Tischreservierung. Von wegen Traumschiff, Schlange stehen wie im Supermarkt. Dafür plagt uns keine Kleiderordnung. Der Alltag hat uns wieder, noch bevor wir die Trave gen Ostsee verlassen haben. Das ist durchaus Programm. So hat die Finnjet seit 1977 5 Millionen Kilometer zurückgelegt, Tag für Tag unterwegs. Nur eine Woche pro Jahr wird sie überholt. Die mit 110.000 PS stärkste Fähre der Welt zieht an Travemündes Strandküste vorbei. Die Finnjet hat Zeit auf diesem Kurs. An Sommersonntagen bleiben die schnellen Gasturbinen ausgeschaltet. Man gönnt sich 12 Fahrtstunden mehr, als es technisch möglich wäre. Im Speisesaal hingegen herrscht hektisches Gedränge, was nicht nur an einem mitreisenden Knabenchor aus Helsinki liegt. Das skandinavische Buffet ist seit der Jungfernfahrt ein Dorado der Völlerei. Eine sorgsam ausgeklügelte Mixtur von deutscher und finnischer Lebensart. Es ist schwer, den Speiseplan so auszuwählen, dass beide zufrieden sind, Finnen und Deutsche. Auf die richtige Balance von Fisch und Fleisch kommt es an. Ich glaube, das ist uns gelungen. Für knapp 30 Mark Lachs satt. Dazu Salate, Hering, Braten und Pudding. Das Angebot ist durchweg reell, wenn auch nicht eben leicht verdaulich. Am Rande des kulinarischen Treibens trafen wir einen kompetenten Tester, der schon mehr als 40 Mal mit der Finnjet die Ostsee passierte. Wenn man raufkommt, man weiß schon vorher, was es zu essen gibt. Das hat sich die ganzen Jahre nicht geändert. Die Hinfahrt und die Rückfahrt, die Gerichte stehen fest. Die könnten die mittlerweile mal wechseln, nicht? Wissen Sie jetzt aus dem Kopf, könnten Sie sagen, was es gibt? Ja, es gibt dann diese gebratene Kartoffel, es gibt dann diesen gedünsteten Fisch auf der Hinfahrt und es gibt Fleisch und die diversen kalten Gerichte, ja. Und auf der Rückfahrt werden diese Sachen, die nicht verbraucht sind, wieder verwendet. In einer anderen Form gibt es das dann noch der Rückfahrt, ne? Wie sieht es aus? Ja, dann gibt es zum Beispiel statt dem gebratenen Fleisch, da macht man dann Fleischbällchen draus, gehacktes Bällchen und sowas, ne, wie wir sagen. Wer Klopse verschmäht, den Flair des Besonderen benötigt, der speist à la carte im Restaurant mit dem sündhaften Namen Adam and Eve. Ein Deck über dem Buffet gelegen.
Wie die großen Luxusdampfer ist auch die Finnjet das Abbild einer Vielklassengesellschaft. Man kann es sich bequem machen auf diesem Schiff und wird im Restaurant oder in den wenigen noblen Kabinen der Commodore Class gegen viel Bares vergessen, dass man sich doch eigentlich auf einem Fährschiff befindet. Oder man reist wie die meisten in spartanischen Innenkabinen, in die sich noch niemals ein Lichtstrahl verirrte. Hier treffen wir das Ehepaar Peters. Wir haben ja nur die Werbung gesehen in der Zeitung, die richtigen Bilder haben wir nicht gesehen. Und an sich habe ich mir das etwas anders vorgestellt, so dass man rausgucken kann, aber so Preis-Leistungs-Verhältnis an sich in Ordnung. Sind Sie denn gleich klargekommen hier so mit der Einrichtung? Also ich sehe hier zum Beispiel keine Leiter, also ich meine, wie macht man sowas? Die Leiter, sich ein bisschen umsehen hier im Raum und dann macht man ja automatisch die Tür zu und beim Tür zumachen, dann findet man auch die Leiter, aber man kommt auch ohne Leiter ins Bett. An Bord gilt finnische Zeit. Gleich ist es 24 Uhr. Der malerische Sonnenuntergang in dieser langen Juninacht lockt nur wenige Passagiere aufs Außendeck. Die See scheint für die meisten nur die Wasserstraße zu sein, die zu überwinden ist, will man von Deutschlands Norden nach Helsinki kommen. Der Stardust Nightclub indes ist Zentrum des Vergnügens. Jeden Abend Karaoke. Zwei Installateure aus Turku besingen die Einsamkeit der finnischen Wälder. Aus 200 Titeln können die sangesfreudigen Passagiere wählen, vom Kasachok bis zur Wacht am Rhein. Einmal mehr können wir vergessen, auf offener See zu sein. Die populäre Kunst des Synchrongesangs wird so auch in Rovaniemi oder Rüdesheim praktiziert. Die Finnjet, genauer besehen, ist sie ein schwimmender Freizeitparcours. Bar, Restaurant und Shoppingcenter, Disco, Sauna und Spielhölle zugleich. Der Roulette-Tisch ist bis 1 Uhr nachts bestens besucht, auch wenn sich der Umsatz nicht mit dem eines etablierten Casinos messen lässt. Wer etwa auf Zahl geht, darf nicht mehr als einen 100 Finnmark-Jeton, rund 30 Mark also, setzen. Aber hoffen diejenigen, die hier oft stundenlang spielen, wirklich auf den großen Gewinn? Ich glaube, viele Leute spielen nur, um ihre Zeit totzuschlagen. Aber es gibt natürlich auch die eingefleischten Spieler, die nur eines wollen: viel gewinnen. Weit bescheidener rechnen die 100 Bewohner von Deck 6. Hier liegt abseits des Barbetriebs das Sleep-In, das große Matratzenlager. Es ist nur in den Sommermonaten geöffnet. Wer im umfunktionierten Kino auf sogenannten Couchetten logiert, zahlt für die gesamte Passage nur 145 Mark, knapp die Hälfte des billigsten Kabinenplatzes. Die Luft ist schwer zu ertragen, die Stimmung dafür blendend. Ja, wir haben unter 3 Kollegen uns vorgenommen, dieses Jahr hoch zum Nordkap zu fahren. Und unser Plan war eben mit der Finnjet Helsinki und von da aus dann entlang der finnischen-russischen Grenze bis hoch zum Kap zu fahren. Und deswegen haben wir dann diese Fähre gebucht. Sind Sie mit dem Auto da oder? Motorrad. Mit dem Motorrad. 3 Motorräder sind wir. Und 3 Personen. Wie gefällt Ihnen das Schiff? Ja, so von der Ausstattung her bin ich zufrieden. Das sind Kleinigkeiten, die man so sieht, die eben nicht wie zu Hause sind, aber so im Großen und Ganzen ist das hervorragend. Wir sind das von Untertage her gewohnt, da geht es auch ein bisschen nicht so rau und förmlich zu. Ne? Und deswegen ist das eigentlich für uns nicht so schlimm. Das Einzige, was hier stört, ist die Diskothek hier drunter. Wenn die Bässe so hochkommen, dann fällt man bald aus dem Bett raus. Ne? Können Sie schlafen? Jein, sagen wir mal. Ich stehe morgens dann im Halt zwischendurch auf, in der Morgenstunde, und gehe einmal über Deck und lege mich dann wieder hin. Bei den Bergleuten aus Herne wären wir gern länger geblieben. Doch die Reederei lässt uns durch ihren mitreisenden Pressesprecher wissen, dass diese karge Lagerstadt nicht zum Finnjet-Image passt. Das Buffet sollen wir filmen, die Suiten der noblen Commodore Class. Und wenn wir brav sind, kriegen wir auch den Kapitän. In die Billigkabinen im untersten Deck der Finnjet aber dürfen wir nicht. Immerhin, ein paar Gäste der Budget Class haben wir dann doch getroffen.
haben 2 mal 2 Quadratmeter und da stehen so lang 2 Doppelstockbetten und so. Und die Fußenden, die sind übereinander. Also da treffen sich alle Füße in einer Ecke. Also wenn der Kameramann drinnen steht, ist die Kabine voll. Auf alle Fälle. Da kommt kein Mensch weiter rein. Das sind echt wirklich plus 2 mal 2 Meter. Man kann gerade so stehen als Einzelperson und dann sich nur übereinander schichten. Und sehr übersichtlich. Ölsardinenbüchse. Aber das soll uns hier nicht weiter stören. Wir fahren in Urlaub und was soll das, ne? Der nächste Morgen steht zunächst im Zeichen einer Fotoausstellung. 1500 Porträts am Vorabend geschossen. 10 Mark das Stück. Und alle sind sie Unikate. Mit wenig Aufwand entsteht ein rundum gutes Gefühl. Hier ist jeder VIP. Eine ganz schön wichtige Person. Und weil man auf einer Autofähre ist, wird der PKW gleich mitgeadelt. Die Autofotos sind der Renner. Nun stellen sich Urlaubsglücksgefühle auch auf dem Sonnendeck ein. Eine Sause für die ganze Familie. Kinder unter 12 Jahren zahlen die Hälfte. Seine Überfahrt kostet Herrchen 90 Mark. Dafür hat er hier auch seinen individuellen Laufsteg. Ein wohldurchdachtes Geschäft. Sie mögen Fotografen aussenden, wie die Weltmeister kochen und immer neue Gesellschaftsspiele erfinden. Der Unterhaltungswert der UV-Strahlen ist bei einer Schiffspassage konkurrenzlos. Aber auf Sonne im Norden ist nun einmal kein Verlass. Macht nichts. Man hat vorgesorgt. Auf der Showbühne namens Paradise appellieren die Cantores Minores, die Domspatzen aus Helsinki, an reine Gefühle. Auf diesem Schiff wird nichts ausgelassen, was geeignet ist, die Zeit totzuschlagen. Und es geht sogar gleichzeitig. Frommer Choral und der teuflische Daddelautomat. Wo sind wir eigentlich? Land jedenfalls ist nicht in Sicht. Die Zeit scheint zu stehen, zumal jetzt im Juni auf diesen Breitengraden. Es wird kaum mehr dunkel. Da ordnet einer seine Farben. Was uns der Alltag verweigert, gibt es hier im Übermaß. Muße. Oder Langeweile. Ja, ich selber wollte ja nicht mit dem Schiff fahren, weil ich ja eben Schiffsladungskontrolleur bin und immer mit den Schiffen zu tun habe. Nur meine Frau hat eben nicht mit den Schiffen zu tun und daraufhin sind wir losgefahren. Also frage ich Sie mal, wie geht's Ihnen denn? Sehr schön. Ich finde das ganz toll. Was gefällt Ihnen am meisten? An sich die Ruhe, die man ja überall findet. Auch wenn das manchmal ein bisschen laut ist, dann nimmt man sich eine ruhige Ecke. Im Schatten zum Beispiel ist es immer ruhig. In der Sonne ist es ein bisschen lauter. Also das Fahren ist eigentlich wichtiger als das Ankommen, ja? Ja, ist schön. Kein Telefon, Sonne. Und jetzt den Profi gefragt? Der Profi, der fährt zwar nie mit dem Schiff, arbeitet zwar immer auf den Schiffen, aber ich finde das langweilig. Der alltägliche Stoßseufzer, wenn man doch bloß einmal Zeit für sich hätte. Auf dem Fährschiff hat man genug davon. Zur Tea Time naht die Erlösung. Land in Sicht. Gotland. Prompt ist eine Grundversorgung wieder gewährleistet. Wir sind im Netz. Für den Rückruf im Büro bleiben nur 30 Minuten. Dann sind Visbys Türme außer Sicht und die Verbindung bricht zusammen.
Für eine andere Gruppe von Geschäftsleuten hängt am Nobel-Restaurant Adam and Eve eine Speisekarte in kyrillischen Lettern. Seit Öffnung der Grenzen sind viele Russen an Bord, Kuriere mit Spezialauftrag. Aus Deutschland holen sie, was es dort im Überfluss gibt. Gebrauchtwagen aller Klassen, Karossen ohne Nummernschild oder mit einem Zollkennzeichen. Das Geschäft ist legal und es boomt. Von Monat zu Monat werden mit der Finnjet mehr Autos gen Osten verschifft. Auf der Fähre redet man nicht gern über den neuen Geschäftszweig. Die russischen Autoeinkäufer sind als zahlende Passagiere willkommen. Für einen guten Umgang hält man sie jedoch offensichtlich nicht. Der Mann mit dem genauesten Überblick ist der Bordfotograf. In seinem Negativarchiv ist jeder Transport dokumentiert. Der auf unserer Tour abgelichtete Fuhrpark macht Eindruck. Rund 30 Karossen jeder Hubraumklasse reisen mit im Unterdeck. Ich sehe dieselben Leute alle 14 Tage wieder. Sie haben nur den einen Job, ein Auto von Deutschland bzw. von Mitteleuropa aus nach Russland zu transportieren. Ist das eine neue Entwicklung? Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren. Damals waren es noch vorwiegend Ladas, die sie herübergebracht haben. Nun sind es meistens Mercedes-Benz oder BMWs, allesamt teure Schlitten. Bald dürfte es wohl in ganz Europa keine Gebrauchtwagen mehr geben. In der Nebensaison, das heißt nicht im Sommer, machen die Russen Autos schon bis zu 50% aus. 50%. 50% is Russian traffic on the car deck now. Ein Geschäft, das nicht nur technische Probleme zu lösen aufgibt. Denn das erforderliche Einreisevisum bekommt nur, wer der deutschen Botschaft eine Einladung privaten Charakters vorweisen kann. Da braucht einer schon gute Kontakte, über die er freilich ungern plaudert. Dieses Trio zierte sich nicht. Alle 2 bis 4 Wochen versuche ich nach Deutschland zu kommen. Aber immer öfter gibt es Probleme mit der deutschen Botschaft. Das verstehe ich nicht. Eigentlich transportiere ich doch nur euren Schrott. Hat sich der Handel mit den Autos in den letzten Jahren ausgeweitet? Ja, es gibt viele Passagiere, die in diesem Business sind. Aber leider mischt eben auch die Mafia mit. Das Interesse an den Russen und ihren Autogeschäften nahm uns die Reederei übel. Wir durften dann auch nicht mehr in die Mannschaftsräume. Nur ein kurzer Kameraschwenk durch den Speiseraum der Offiziere. Keine Interviews. Und keine Bilder vom Leben nach Feierabend. Schade. Aber pünktlich sind sie, die Seeleute von der Finnjet. 36 Stunden nach der Abfahrt in Travemünde erreichen 150 Mann Besatzung und 1500 Passagiere die finnische Hauptstadt. Schlagartig hat niemand mehr Zeit. Nun muss alles wieder schnell gehen. Für die deutschen Finnjet-Gäste beginnt in Helsinki der Ernst des Urlaubs. Und den Russen steht in ein paar Stunden der bange Augenblick des Grenzübertrittes in die GUS bevor. Die Sängerknaben kehren nach einer 10-tägigen Konzertreise zu ihren Familien zurück. Und dann gibt es diejenigen, die eigentlich nur darauf warten, dass die Fähre wieder ablegt. Für sie hat die Reederei, die Silja Line, eine Stadtrundfahrt organisiert. 2 Stunden dauert der Ausflug, der glücklicherweise weitgehend im Trockenen stattfindet. Heute bietet Helsinki typisches finnisches Sommerwetter an. Wir haben ein Sprichwort über das Wetter. Wir sagen, dass wir 9 Monate Winter haben und dass wir 3 Monate auf den Sommer warten. Mit von der Partie ist das Ehepaar Peters aus Buchholz in der Nordheide. Für 350 Mark pro Person haben sie Travemünde, Helsinki und Retour gebucht.
Eine Mini-Kreuzfahrt nennt die Silja Line das Sommer-Sonderangebot. Der Stopp in der Vasastadt reicht gerade zu einem flüchtigen Blick. Ein austauschbarer Programmpunkt, wie die anderen auch. An Bord wird unterdessen klar Schiff gemacht. Dann Alarm. Ein gutes Zeichen. Jeden Dienstag, wenn das Schiff 8 Stunden am Kai in Helsinki liegt, probt die Besatzung den Ernstfall. Wer teilnimmt, schreibt der Dienstplan des Sicherheitsoffiziers vor. Seit dem Untergang der Estonia ist die Notwendigkeit solcher Übungen unumstritten. Die Motivation der Teilnehmer groß. Bei dem Manöver lässt man sich gerne zusehen. Kein Wunder, hier sitzt jeder Handgriff und das Gerät ist in Ordnung. Schichtwechsel für alle, die 2 Wochen nonstop gearbeitet haben. Sie bekommen jetzt 2 Wochen frei. Für das große Reinemachen übrigens sorgt eine Putzkolonne aus der Stadt. Die ersten Gäste treffen ein. Beinahe halb leer wird das Schiff in einer halben Stunde ablegen. Der Grund? Für die Finnen sind Deutschland und die anderen mitteleuropäischen Länder teure Pflaster, die sich kaum mehr jemand leisten kann. Und der Rückstrom der deutschen Urlauber wird erst am Ende der Ferienzeit einsetzen. ...36 Stunden hin, 8 Stunden Pause, gerade einmal 23 Stunden dauert die Rückfahrt. Das heißt, gleich wird die Finnjet Tempo machen und mit 60 km/h über die Ostsee brettern. Schneller sind nur noch die neuen Katamaranfähren. Die Geschwindigkeit hat ihren Preis. Das Klirren von Flaschen und Gläsern, das Scheppern und Vibrieren wird uns auf diesem Turm nicht mehr verlassen. Ein Zentrum dieses Happenings ist der Duty-Free-Shop. Aber hören Sie selbst. Und von hier aus wird der Krach gesteuert. Die Maschine der Finnjet, ein Riesencockpit, in dem sich bisweilen ein einziger Mann, ein Ingenieur, verliert. Von hier aus wird von Gas auf Diesel und von Diesel auf Gas geschaltet. Und wenn der Kommandant richtig Gas gibt für die Sause übers Baltische Meer, dann verbraucht die Finnjet 4-mal mehr Energie als unter Diesel. So lohnt der teure Antrieb, der 2 zusätzliche Touren pro Woche ermöglicht, nur während der Hochsaison im Sommer. Ein Wunderwerk der Technik, das den Passagieren verborgen bleibt. Führungen gibt es nicht, aber schon eine richtige Fangemeinde, die alles über die Maschine weiß. Ja, die Finnjet hat halt diese einzigartige Antriebsanlage. Turbine, Dieselmotoren V18 und 56 Kilometer schnell. Sind Sie Motorenfreak? Das bin ich auch. Ich bin auch in der DTTO, in der Deutschen Trägertreck-Organisation. Und so habe ich natürlich ein Interesse an Motoren und vor allen Dingen an stärkeren Motoren. Was nehmen wir auf uns in der Illusion, am Ende ein paar Stunden gewonnen zu haben? Aber wieso eigentlich gewonnen? Ist ein Tag, an dem die Technik mit uns macht, was sie will, nicht verlorene Zeit? Es ist vielleicht kein Zufall, dass es die Finnjet, dieses dröhnende, energiefressende Monster, nur einmal gibt auf den Weltmeeren. Also ein Schiff in sich selbst ist immer noch die schnellste konventionelle Fähre der Welt, also mit 56 Stundenkilometer. Und wir fahren so gut wie 56 Stundenkilometer in Augenblick, wie Sie auch auf die Hintergrundgeräusche hören können. Aber das Schiff war eher geplant als ein Militärschiff, aber die Pläne, die sind nie verwirklicht worden, weil man hat ein Schiff umgebaut, eigentlich die Kanonen abgebaut und eine
Hotel draufgepackt und das ist ein Find jetzt. Und das, wer hatte das bestellt ursprünglich? Das ist von Finnland, also ursprünglich von Finnland. Nein, das Kriegsschiff, wer hätte das Kriegsschiff bestellt? So, das war eine große Nation, die diese Bestellung gewagt habe. Ebenfalls der einstigen Großmacht gehören sie an, die Starlight Dancers mit erstem Wohnsitz in Moskau. Seit 6 Wochen sind sie nun schon unterwegs, nonstop zwischen Helsinki und Travemünde. Was halten Sie von Ihrem Job? Wir haben hier schon sehr gute Arbeitsbedingungen an Bord. Jeden Tag triffst du neue, interessante Leute. Und trotzdem kannst du über längere Zeit an einem Platz arbeiten. Moskau ist verdammt groß, da ist es für die Mädchen schwer, von einem zum anderen Ende der Stadt zu kommen. Und immer die Kostüme mit dem Gepäck. Hier auf dem Schiff leben wir nicht einmal 200 Meter von der Bühne entfernt. Ist es nicht manchmal auch sehr langweilig? Ja, aber so ist die Arbeit. Unser Leben besteht nicht nur aus Spaß. Zwei bis drei Auftritte täglich macht Jewgenis Truppe, die einmal zentralrussischer Meister in den Standardtänzen war. Aber die Zeit an Bord wird lang auf Dauer. Da hilft auch ihnen nur noch Zerstreuung. Brav lassen sich auch die Kinder an Bord ablenken von der Langeweile, und sei es dadurch, dass ihnen die netten Mädchen aus Moskau die Gesichter anmalen. Dafür gibt's ein paar Mark extra. Noch eine Weile werden sie so weitermachen, tanzen und pinseln an Bord. Und dann, so hoffen sie, sind auch in Moskau bessere Zeiten angebrochen. Bis dahin werden sie hin und her fahren. Das Ende einer Fährpassage. Die Bar ist wie ausgestorben. Tänzer und Croupiers haben ihre Schuldigkeit getan. Auf dem Bordvideo läuft die Fußball-EM. Und die Gäste sind zufrieden. Nicht zuletzt diejenigen, die keine großen Erwartungen an die Reise mit der Finnjet hatten. Wiederholt sich alles. Man hat da die 8 Decks, die ist man einmal rauf und runter. Und dann wiederholt sich das alles und es ist immer dasselbe. Man ist nur zum Nichtstun und zum Essen verdammt. Wie ist das Essen? Das Essen war sehr gut. Ich schätze wohl 6 Pfund sind dazugekommen. Und was war sonst? Eine Fahrt über die Ostsee, bei der uns freundliche Leute 70 Stunden lang geholfen haben, unsere Zeit totzuschlagen.